Heute Morgen habe ich darüber gepredigt. Wir haben die perfekte Freimaurerei. Die Kirche ist in ihrem Innenraum besetzt. An diesem Befund kommen wir nicht vorbei. Von antikirchlichen Kräften, antikatholischen Kräften ist der Innenraum der katholischen Kirche besetzt. Besetzt sind auch die Bischöfe. Besetzt ist der Inhaber des Petrusamtes. Besetzt sind die Inhaber des Apostelamtes. Besetzt ist die Kirche. Die Kirche als solche ihrem Wesen nach kommt nicht zum Vorschein. Im offiziellen Raum, der sich als katholische Kirche vorstellt, kommt die katholische Kirche als solche nicht zum Vorschein. Das ist ein ganz nüchterner Befund, ein unendlich trauriger Befund, aber es ist die Wirklichkeit. Die draußen zu sein scheinen, sind weithin drinnen, und sehr, sehr viele, die drinnen zu sein scheinen, sind draußen. Wenn von höchster apostolischer Seite die Situation der Christenheit, der katholischen Kirche in einem skandalösen Ausmaß in Verbindung gebracht wird mit Ideen von Menschheitsfamilie, Menschheitseinigung, Menschheitsfrieden, Menschheitsfortschritt, dann ist das ein präzise, eschatologisches und apokalyptisches Signum. Von höchster Stelle aus wird freimaurerisches Ideengut vertreten und es wird so getan, als sei alles halb so schlimm. Ganz im Gegensatz zu dem, was Christus sagt. Dieses halb so schlimm ist das besonders hier in dieser Gegend gebräuchliche Wort für Verharmlosung, für eine unzulässige Idylle, die gemalt wird. Da ist das Forum, das die Menschheit vertritt, das einst zusammengekommen ist, um den Fortschritt der Menschheit und den allgemeinen Menschheitsfrieden zu stabilisieren. Mit einem solchen Forum, das solche Hoffnungen hat, haben wir als Katholiken nichts zu tun, meine Freunde. Gar nicht. Es war ein freimaurerisches Forum. Gegründet von Roosevelt seinerzeit mit jenem Gebet, Gott der Freien, fing dieses Gebet an. Das war eine Beschwörung, alle Menschen sind Brüder. Wir sind mit allen Menschen eine Familie und jede Religion hat ihre Berechtigung und alle, die für Frieden und Freiheit und Menschlichkeit, Arbeit und Brot, Freiheit von Sorge und Angst wollen, die sind gesegnet und werden herzlich begrüßt. Alle Religionen dienen nur dazu, so sagen die Freimaurer, alle Religionen dienen nur dazu, dass die Menschen untereinander immer duldsamer, herzlicher und friedfertiger werden. Das ist der perfekte Satanismus. Soweit sind wir. Wir haben damit nichts zu tun. Dass dies ausgerechnet im mächtigsten Lande des Westens gesagt wird, ist katastrophal und ein sehr deutliches apokalyptisches Signum, an dem es nichts zu beschönigen gibt, wir haben nichts zu erwarten. Es gibt einige Leute, die sagen dann, er ist gegen den Heiligen Vater. Ach, meine lieben Brüder und Schwestern, da war ja auch der heilige Paulus gegen den Heiligen Vater. Er widerstand Petrus ins Angesicht.
Ich glaube, es war niemand mehr für Petrus als Paulus. Trotzdem hat er ihm widerstanden. Der Befund ist uns doch nicht verboten. Und es sind einige durchaus erfreuliche Zeichen. Da wird für den Zölibat gesprochen, gegen die Weihe von Frauen als Priesterinnen. Da werden die Glaubenswahrheiten eingeschärft. Da wird die Theologie der Befreiung verworfen, weil man selbstverständlich nicht für den Bolschewismus sein darf, wenn man auf der Seite derer steht, die auf diese spezifische Weise den Menschheitsfortschritt beschwören wollen. Aber das sind doch Alibis. Auch die Freimaurer fordern von jedem, dass er einen klaren Standpunkt einnimmt. Nur verbieten sie jedem, dass er seinen Standpunkt für den einzig Wahren hält. Das ist der Unterschied. Selbstverständlich fordern die Freimaurer von jedem, auch von jeglicher Weltanschauungsgemeinschaft, dass sie in klarer Disziplin ihre Reihen formiert und auch an ihren Überzeugungen festhält. Nur verbietet sie jeder Weltanschauungsgemeinschaft, den Absolutheitsanspruch zu erheben. Und da liegt doch der Haken, das ist der Pferdefuß, das Böse in sich. Ich kann doch nicht als Vertreter des Petrusamtes eine Rede halten, wo man so tut, als sei alles nur auf den Menschen hingeordnet, damit er hier auf dieser Welt in einer erträglichen Weise zu leben vermag. Das ist unmöglich. Und dass Sie hier alle sind, rechne ich mit Ihrer Zustimmung. Lassen Sie sich nicht täuschen von dem, was so faszinierend da vor dem Bildschirm sich abspielt. Denken Sie an den Herrn, an unseren Herrn und Meister, von dem es laufend heißt, dass er sich solchen Szenen entzog und in die Einsamkeit ging. Wir haben damit nichts gemeint. Sehen Sie mal, ich male da nicht zu schwarz. Ich sehe die Dinge, glauben Sie mir, wie sie sind. Wie gerne hätten wir doch alle die guten Zeiten, wo wir deutlich an den bestellten Vertretern ablesen konnten, das Ewige. Wie gerne hätten wir das noch. Wie gerne würden wir mitjubeln. Wenn Sie mich fragen, mich persönlich, manche Leute meinen, ich wäre so ein geborener Kämpfertyp. Bin ich gar nicht. Wenn Sie das ganz klar wissen. 1000-mal lieber wäre es mir, ich würde mich und könnte mich in die Mysterien versenken und hätte um mich eine ruhige Atmosphäre, wie es in dem Gebet heißt, jenem berühmten Kirchengebet, in dem es heißt, Herr, gib, dass deine Kirche sich in ruhigem Frieden entfaltet. Das wünschten wir doch. Wie gerne hätten wir das. Uns macht das Kämpfertum keinen Spaß, aber es ist uns geboten und wehe uns, den wir nicht kämpfen dürfen. Nur dafür werden wir zur Rechenschaft gezogen. Und darum müssen wir die Dinge beim Namen nennen. Und was des Teufels ist, ist des Teufels. Freimaurerische Ideen von Menschheitsverbrüderung sind des Teufels. Und die dürfen wir mit der Zange nicht anfassen. Ich brauche jetzt keine weiteren einzelnen Skandale einzugehen. Ich werde Ihnen nur in wenigen Tagen das neue Manifest zuschicken, wo ganz klipp und klar die Situation dargestellt ist. Denn wir müssen ja wissen, um was es geht. Wir müssen ganz klar die Situation bestimmen. Bitte.
mit sehr differenziertem, messerscharfen Denken. Und wir müssen uns um messerscharfes Denken bemühen. Sehnsüchte, Hoffnungen, die Flammen, Gedanken, scharf wie Messer müssen wir haben. Und dann wird sich wahrscheinlich, wie ich schon andeutete, in diesem Raum hier irgendetwas ereignen. Und dann hoffen wir, dass mit Hinblick auf Ekon sich etwas ereignet, dass dem Erzbischof in seinem Raum eine Oase gewährt wird. Und der Boden der Kirche ist unser Boden. Wenn er uns entzogen wird, dann sind die anderen auf unserem Boden. Aber wir sagen den anderen, was ihr wähnt, es sei euer Boden, ist unser Boden. Und wir werden zurückkehren, wir alle. Das ist die Lage. Bitte, meine lieben Brüder und Schwestern, bewahren Sie dies alles. Nicht die Exzesse, was ich auch in meinem Manifest schreibe, sind das Schlimmste. Nicht einmal das Schlimmste, dass Glaubenswahrheiten geleugnet werden. So schlimm ist es, dass sie reduziert werden. Das ist noch nicht mal das Allerschlimmste. Fastnachtsmessen, Messfestivals. So furchtbar das alles ist. Das Schlimmste ist es nicht. Es kann sein, dass morgen diese ganzen Exzesse im Sinne einer disziplinären Strafung verschwinden. Es kann sein, dass ab übermorgen überall die Glaubenswahrheiten verkündet werden. Streng nach Maß. Damit wäre noch gar nichts gerettet. Im Gegenteil, es wäre umso schlimmer, weil nämlich das Schlimmste dadurch umso mehr verborgen wäre. Machen Sie sich keine Illusion mit Hinblick auf so einzelne scheinbare Lichtblicke. Auch wenn morgen der Küng verjagt wird das noch lange nicht ein Anzeichen der Wende. Müssen Sie ganz klar sehen. Was ist denn das Böse? Sie werden es genau im Manifest lesen. Dass das Ganze falsch aufgezäumt wird und dass für das Ganze auch für die Glaubenswahrheit und für die ganze kirchliche Disziplin ein Minuszeichen steht. Dass das Ganze unter falscher Voraussetzung gesehen wird, unter einer demokratischen, weltverbesserischen Vorstellung, unter der Vorstellung, dass wir einen Beitrag zu liefern hätten, unter der Vorstellung, dass Christus in das Weltganze, in das Innerweltliche eingegangen sei, um eine Kraft des Menschheitsfortschrittes hineinzusäen. C'est la Jardin. Jardin. Das ist das Böse an sich. Christus umzukehren, die ganzen Glaubenswahrheiten hinter ein falsches Vorzeichen zu setzen, ist das Allerböseste. Ist noch böser als die Leugnung einer einzelnen Glaubenswahrheit. Lutherische Protestanten in Norddeutschland sind heute 1000-mal katholischer als das ganze offizielle Gebaren seitens der Kirche. Die leugnen Glaubenswahrheit. Aber viel schlimmer ist, wenn keine Glaubenswahrheit geleugnet, aber die ganzen Glaubenswahrheiten hinter ein falsches Vorzeichen, ein menschheitsverbesserisches, freimaurerisches, demokratistisches Vorzeichen gebracht werden. Das ist viel, viel schlimmer. Und darin liegt das eigentlich Böse. Lassen Sie sich nicht beschwichtigen. Lassen Sie sich andererseits auch nicht die Hoffnung rauben. Keine vorzeitigen Hoffnungsemotionen, er hat das gesagt, er hat das gesagt. Wenn Sie den ganzen Osservator-Roman mit all seinen Nummern von 1965 bis 1968 lesen,
Da werden Sie laufend höchst erfreuliche Predigten von Papst Montini lesen. Höchst erfreuliche Reden. Er sagt 99 Mal das Richtige, Erfreuliche, und dann das 100. Mal sagt er etwas, mit dem er mit dem Hintern umwirft, was er vorher gesagt hat. Und so ist es heute genauso. Hat sich gar nichts geändert. Deshalb Vorsicht in der voreiligen optimistischen Beurteilung, aber auch Vorsicht vor einem sich gehen lassen im Pessimismus. Beides ist falsch. Sowohl der Pessimismus wie auch der Optimismus. Wir haben die Hoffnung gegen alle Hoffnung. Willst du sehen, wo ein Lichtblick ist? Schaue auf deinen eigenen Willen, der sich mit Christus verbindet und seinem Erbarmen. Dann hast du das Zeichen und die Gewissheit der Hoffnung. Das ist das, was ich Ihnen ans Herz legen möchte. Hat jemand etwas ganz, ganz Dringendes zu sagen oder zu fragen? Ich hatte übrigens da mal hingeschrieben an den Prälat Wissing, ist es grausig, Mission und so weiter, diese Zeitschrift zu sehen, Progressismus und Reinkultur. Die haben dann mal so erzählt von so einem Gottesdienst, Buddhisten und alle so schön zusammen. Das sind ja alles Menschen, gell? Erste Mal Mensch sein, sagten die, gell? Und eine bitterböse Sache. Und daraufhin schrieb ich, was diese synkretistische Komödie sein soll. Synkretismus heißt, alles zusammen. Christentum, Islam, Juden, Hinduismus, Buddhismus, Shintoismus, Animismus, alles zusammen, und das gibt dann so auf die Dauer das einzig Richtige, wie Solovyov in seiner Vision vom Antichristen ja vorausgesehen hat, nicht wahr? Und so machen die jetzt auch, und das war gerade in Indien, so synkretistische, das heißt Zusammenwachsen, wo alles so zusammengestoppelt wird, Gottesdienste. Und ich möchte mit Nachdruck betonen, das, was heute sich als Mission ausgibt, steht unter dem Vorzeichen dessen, was in jenem sogenannten Konzil, das war wirklich ein sogenanntes Konzil, denn die Eröffnung hat den Charakter des Konzils von vornherein konterkariert. Das war gar kein. Wo wirklich einer ungestraft aufstehen konnte, ein Bischof, und sagen konnte, unsere Mission hat keine andere Aufgabe als die, dass die Buddhisten buddhistischer, die Hinduisten hinduistischer, die Evangelischen evangelischer und die Katholiken katholischer werden, damit schließlich und so weiter die Menschheitsfamilie zusammenfindet. Denn wir sind ja alle auf der Suche nach der Wahrheit. Das sind wir auch, ja? Wenn Sie ja so hören, mit der Suche nach der Wahrheit. Auch das ist des Teufels. Nicht ehrlich die Wahrheit zu suchen, für den, der das noch nicht, der noch nicht das Glück gehabt, die katholische Kirche zu finden. Dagegen sagt kein Mensch was. Aber jene unwahrhaftige Suche, die da proklamiert wird, die im Grunde sucht, um ja nichts zu finden, und womit Katholiken kokettieren. Und diese Koketterie wird ihnen auch noch suggeriert. Wir sind Suchende. Unsere Suche ist die Suche in der Wahrheit, um sie immer tiefer zu erfassen. Aber nicht die Suche nach der Wahrheit, denn wir sind alles Erlöste in der Wahrheit, wenn anders wir katholisch sind. Er bittet mich da, das vorzulesen. Es geht offenbar um evangelische Kirche. Dabei, so hat der Herr angestrichen, könne es auch heute nicht darum gehen, dass Christen aufhören, sich zu Christus zu bekennen, sondern mit allen Konsequenzen zu akzeptieren, dass es zwei verschiedene Heilswege gebe.
Na, da haben wir es ja auch, gell? Verschiedene Heilswege. Das heißt, wir können die ganze Wahrheit noch nicht erkennen. Deshalb ist jedermanns Standpunkt zu tolerieren. Wir alle sind auf dem Weg, wir alle sind das pilgernde Gottesvolk und alle, die guten Willens sind, gehören zur katholischen Kirche, ganz egal, was sie für eine Überzeugung haben. Jegliche Überzeugung ist eine Station auf dem Weg zu jenem Punkt Omega, der ja noch aufsteht. Das ist also auch eine andere Ausdrucksweise des von mir bezeichneten Satanismus.